Nach der langen Umbauzeit ist meine Lambretta G350 jetzt endlich fertig. Ich zeige euch heute alle Details. So sieht sie jetzt fahrbereit für meine Tour aus. Vielleicht erst noch kurz zu meinem Outfit. Das wird wahrscheinlich mein Outfit sein, mit dem ich die Reise fahre. Ich fange mal oben an. Das ist eine Jacke von Merlin. Das ist eine Meshjacke. Hier an der Seite und am Frontbereich überall Meshmaterial, lässt wunderbar den Wind durch. Und gerade in Bereichen, wenn ich dann mal in Regionen komme, wo es ein bisschen wärmer wird, ist das natürlich super praktisch. Ja? Ihr habt überall Winddurchlässe und es ist nicht ganz so heiß. Wenn es dann kühler wird, kann man natürlich ein bisschen mit Layern arbeiten. Ich kann eine Daunenjacke drunter ziehen, eventuell noch Regenjacke rüber, wenn es ganz kalt wird. Lange Unterwäsche habe ich auch noch mit bei. Also dafür ist man gewappnet. Unten trage ich auf jeden Fall meine Cargo Jeans. Das ist die Pandomoto Mark Black. Sehr gute Hose, extrem hohe Sicherheitsstufe, dreifach A geratet. Ballistex-Material drin, hochabriebfest. Ist ein bisschen wärmer, muss ich dazu sagen. Aber den Kompromiss gehe ich ein. Ich ziehe lieber eine Hose an, die sicher ist. Die hat hier vorne auch Belüftung. Das ist ganz praktisch. Da kann dann der Wind rein, sodass man wenigstens ein bisschen Kühlung am Oberschenkel bekommt. Aber die ist extrem bequem, super praktisch. Große Taschen an der Seite, hinten und an der Seite. Und das wird dann auf jeden Fall meine Hose für die Tour werden. Ja, und als Schuhe werden es wahrscheinlich die Apex-Sneaker werden. Sehr bequeme Stiefel. Halbhohe, sehen nicht ganz so klobig nach Motorradstiefeln aus. Die haben natürlich auch Protektoren drin, extrem stabiles Material und das werden wahrscheinlich dann meine Stiefel für die Reise werden. Das ist also das Outfit, da ist mein Helm, der Shoei Glamstar. Die Links zu den Sachen packe ich euch unten in die Videobeschreibung rein, falls ihr euch dafür interessiert. So, und jetzt kommen wir mal zu Enzo. Da ist doch eine ganze Menge passiert. Hat jetzt ein paar Wochen gedauert, das Ganze so anzupassen auf die Reise. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal die einzelnen Punkte jetzt durch, was ich alles gemacht habe. Hinten das Topcase, das ist der GV Tracker Dolomiti mit 46 Litern. Hatte ich euch schon gezeigt. Passt ganz gut zur Optik. Hat hinten noch so ein bisschen Reflektoren dran für die Sicherheit. Und ich fand das ganz witzig, weil diese Reflektoren hier die Farbe so ein bisschen aufnehmen von den Öhlins, die man hinten natürlich jetzt nicht so viel sieht, aber man sieht den Gasdruckbehälter und dann findet sich die Farbe hinten ein bisschen wieder. Den Gepäckträger hatte ich euch auch schon gezeigt. Den habe ich ein bisschen abgeändert. Da sind zusätzliche Streben angeschweißt worden, sodass der die maximale Stabilität hat für die Reise. In das Topcase kommt also dann mein ganzes Gepäck rein, unter die Sitzbank. Unter die Sitzbank dann wahrscheinlich mein Regenzeug und solche Sachen. Helm, Shoei Glamstar, das wird mein Helm für die Fahrt werden. Ein sehr leichter Helm, das war mir wichtig dabei. Ich habe eine ganze Menge Helme, das ist einer der leichtesten und bei so einer extrem langen Tour ist natürlich Bequemlichkeit und Gewicht sehr wichtig, zumindest für mich. Ich habe so ein bisschen Nacken- und Halsprobleme mit den Knochen, man wird älter, ne? Und da hat man dann so seine Läpperlein. Der Helm ist da sehr angenehm, weil er extrem leicht ist. Handschuhe nehme ich die hier, das sind auch etwas leichtere Handschuhe. Die haben hier oben solche Gummiprotektoren drauf, leichtes Meshmaterial hier oben, sodass die ein bisschen winddurchlässig sind. Innen aber an den Stellen, die wichtig sind, natürlich Leder. Sehr angenehm zu tragen, die Handschuhe, auch mit großen Schlaufen hier zum Anziehen. Die sind auch von Pandomoto. Das werden dann meine Handschuhe werden für die Reise. Natürlich, wie immer dabei, mein SW Motech Sitzkissen. Das kennt ihr jetzt wahrscheinlich schon seit Jahren von mir. Das ist so mein Evergreen. Das Ding packe ich immer rauf. Ja, ist super praktisch. Hier mit dem Reißverschluss, stabil. Mir ist noch keins kaputt gegangen. Innen drin habt ihr dann, ich zeige euch das vielleicht mal, damit ihr das mal seht. Innen drin habt ihr dann diese einzelnen Luftkammern hier und das ist halt das Spezielle an diesem Luftkissen, gerade dieser mittlere Bereich, da wo das Steißbein sitzt und die Prostata beim Mann, ja, die sind ausgespart, ähnlich so wie bei Fahrradsätteln, sodass der Druck, der Sitzdruck hier in den äußeren Bereichen liegt und das ist extrem praktisch. Hier könnt ihr dann die Luft ablassen, je nachdem wie ihr das gerne haben möchtet, vom Luftdruck her. Also das kann ich nur empfehlen. Ist nicht billig, kostet irgendwie 110, 120 Euro. Aber wer lange Touren fährt, das ist der absolute Gamechanger. Das rettet euch den Hintern im wahrsten Sinne des Wortes. Und dieses Update hier hinten ist wirklich Gold wert, im wahrsten Sinne des Wortes, die Öhlins-Stoßdämpfer. Ich habe ein bisschen mit den Bandscheiben zu tun und wer schon mal einen 12-Zoll-Roller gefahren ist, Vespa, Lambretta oder irgendein Roller mit diesen kleinen Rädern, der weiß, dass da Bodenwellen und Unebenheiten sehr stark weitergegeben werden an die Wirbelsäule. Das ist halt konstruktionsbedingt. Und das Fahrwerk von der Lambretta ist super. In vielen Bereichen würde ich sagen, sogar noch besser als bei der Vespa. Aber wenn man halt so ein Problemchen hat mit den Bandscheiben, dann ist man halt über besseren Federkomfort immer dankbar und das ist das Maximum, was man einbauen kann von der Qualität. Die Öhlins-Stoßdämpfer hinten, die machen doch nochmal einen großen Unterschied, verändern natürlich nicht den Federweg, der ist genauso wie vorher, ist glaube ich hinten 100 mm oder so in der Richtung, aber die Federqualität
ist deutlich besser. Also das macht einen riesen Unterschied. So, dann weiter langsam nach vorne. Hier in der Mitte ist noch so ein kleiner Gepäckträger dran. Den habe ich gemacht, weil da eine Tasche drauf steht. Und damit die Füße unten genug Platz haben, ist der Gepäckträger da. Dadurch geht das Gepäck ein bisschen weiter nach oben. Hier dann der obligatorische Gepäckhaken. Der ist ganz wichtig, damit man eine Tasche, die man hier in die Mitte packt, auch gut befestigen kann. Es gibt noch einen anderen serienmäßig, das ist der hier. Der ist aber an der Stelle, die nicht so praktisch ist. Der hier oben deutlich besser. Daneben mein USB-Anschluss, den brauche ich. Da seht ihr, da ist ein Kabel drin, was nach oben geführt wird. Und zwar ist das hier für mein Jiggy AIO 5. Das ist ein Apple CarPlay-System fürs Motorrad, wasserdicht. Habe ich bei ganz vielen Touren schon benutzt. Super praktisch. Hat auch einen Vorteil, es hat ein TPMS mit drin. Das heißt, ihr könnt den Reifendruck jederzeit sehen. Das ist also mein Reisebegleiter auf jeden Fall. Ist hier mit so einer Klemme befestigt am Gestänge hier vorne, sodass ich das jederzeit abnehmen kann. Wenn ich ins Hotel gehe, lasse ich das natürlich nicht am Fahrzeug. Ja, andere Spiegel hat die Lambretta auch bekommen. Die habe ich bei Amazon, glaube ich, gekauft. Sind so ein bisschen oval geformt, nicht wie die Originalrunden. Finde ich, passt ein bisschen schöner zur Lambretta. Haben ein extrem großes Sichtfeld, was praktisch ist. Und was wir hier noch sehen, am Lenker oben sind natürlich die Heizgriffe. Ob ich sie brauche, weiß ich nicht, aber besser, man hat die. Falls man in der Alpenregion irgendwie mal kältere Temperaturen hat morgens, dann hat man schön warme Finger zumindest. So, hier vorne dann natürlich das große Windschild. Ich fahre ganz gerne bei Touren mit Windschild, weil so ein Roller natürlich außer an den Beinen obenrum wenig Schutz bietet. Und so ein Windschild, das nimmt dann den ganzen Druck vom Körper weg. Bei dem musste ich allerdings dasselbe machen wie bei der Vespa. Ich habe das ein bisschen gekürzt. Denn also ungefähr 5 cm sind hier oben weg. Das war mir ein bisschen zu hoch. Also was heißt zu hoch? Das ist immer so eine Sache mit der Größe von einem Fahrer. Bei mir war diese Kante hier oben genau in meiner Sichtlinie, also genau im Augenbereich. Und das war unangenehm, weil entweder habe ich mich dann geduckt ein bisschen so mit dem Hals oder habe mich gestreckt, ein Hohlkreuz. Also ich war immer am Tarieren und das ist auf langer Strecke überhaupt nicht gut. Von daher habe ich es einfach so gemacht, gekürzt, also abgeschnitten, ganz schön sauber abgeschliffen, sieht aus wie original. Und das ist jetzt genau die richtige Höhe für meine Größe. Da gucke ich jetzt drüber. Perfekt, dann hat man ein freies Sichtfeld, auch wenn es regnet, kein Problem. Man hat dann das Visier, was man abwischen kann. Ja, das ist also das große Windschild, sieht auch ganz cool aus, finde ich, passt gut zur Lambretta. Dann fürs Gepäck. Ich kann ja eh nicht so viel mitnehmen. In dem Topcase hinten ist hier vorne noch eine Tasche so für das nötigste Werkzeug. Da kommt ein Reservekanister rein, wahrscheinlich 1 oder 2 Liter, vielleicht bloß 1 Liter wird wahrscheinlich reichen. Ist dann befestigt und festgeschnallt hier vorne an dem Gepäckträger. Da kommt jetzt auch nicht so viel Gewicht rein. Also ich schätze mal so 3-4 Kilo maximal, damit der Gepäckträger vorne nicht so belastet wird. Die Tasche ist ganz praktisch. Gibt es bei Zip und auch bei Scooter Center. Ist eine 10 Liter Tasche. Hat an der Seite noch Reißverschlüsse, wo man so ein bisschen Zeug noch reinpacken kann. Also völlig ausreichend für das, was ich da reinpacke. Und sie ist so flach, dass der Scheinwerfer genau rüberleuchtet. Auch wichtig, ihr dürft den natürlich nicht zubauen. Genauso die Blinker, alles frei. Also da ist keine Einschränkung und passt ganz gut. Ich muss mal jetzt beim Fahrverhalten nachher noch mal testen, wie sich das fährt, ob es da irgendwelche Unterschiede gibt. Aber wie gesagt, dadurch, dass da nicht so viel Gewicht drin ist, sollte das kein Problem sein. So, und jetzt zur nächsten Neuerung. Hatte ich euch beim letzten Mal schon so ein bisschen angekündigt. Ja, und da sind sie. Ich habe mir vorne tatsächlich auch noch die Öhlins angebaut, weil es war wirklich ein riesen Unterschied zwischen den hinteren und den vorderen Stoßdämpfern. Was man sonst natürlich nicht merkt, aber vorne hat man halt auch wenig Federweg. Hier sind 74 mm. Und wenn man so einen kurzen Federweg hat, dann ist die Qualität des Stoßdämpfers extrem ausschlaggebend. Ich dachte mir, okay, jetzt hast du hinten schon das Geld ausgegeben, jetzt mach es vorne auch noch. Das ist also der maximale Komfort. Jetzt kriegt man vorne noch eine bessere Dämpfung im Lenkerbereich, also weniger Vibrationen. Und in dem kurzen Federweg, der zur Verfügung steht, wird es einfach alles besser abgefedert. Die Qualität des Dämpfers ist natürlich weitaus besser als der Seriendämpfer. Dann voll einstellbar. Ich habe hier die Druckstufe, die ich einstellen kann. Oben ist ein kleines Rädchen für die Zugstufe. Und hier kann ich stufenlos die Federvorspannung einstellen. Also kann das genau an meine Fahrverhältnisse anpassen. Und das macht einen großen Unterschied. Ich fahre gleich noch mal eine Runde, werde euch so ein bisschen erzählen, wie sich das anfühlt. Ist extrem teuer. Also klar, braucht man nicht drüber reden. Öhlins, das ist so der Rolls-Royce der Stoßdämpfer. Vorne kostet er, glaube ich, 1160, hinten 1100. Also man ist mit schlappen 2300 € dabei, nur für die Stoßdämpfer. Dann muss man den Einbau noch rechnen. Also ja, muss man wirklich wollen. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich das Problem mit dem Rücken nicht hätte.
Bei mir ist es wirklich notwendig. Ich muss das so weich kriegen und so angenehm vom Einfederverhalten wie möglich, um meinen Rücken einfach zu schonen. Ein netter Nebeneffekt ist natürlich, es sieht Bombe aus. Ne? Also da kann man nichts sagen. Die sind natürlich extrem hübsch auch. Und was ich jetzt halt schön finde, wenn wir uns jetzt mal so die Silhouette angucken, jetzt haben wir vorne ein bisschen Gelb am Stoßdämpfer, hinten ein bisschen Gold unten und dann nochmal das Gelb, was sich am Topcase hinten wiederfindet. Ist eine ganz nette Note vom Design, finde ich. Also da bin ich wirklich ganz zufrieden. Das sind so jetzt die Umbaumaßnahmen. Ich hoffe, dass Enzo jetzt perfekt ausgerüstet ist für die Tour. Das Maximum, was ich machen konnte, habe ich gemacht für das, was ich brauche. Also Fahrkomfort, Gepäcklösung ist, glaube ich, ganz gut gelungen. Ihr könnt ja mal eure Meinung unten reinschreiben. Ich würde sagen, ich fahre jetzt noch eine Runde und berichte euch bei der Fahrt noch ein bisschen, wie sich jetzt vor allen Dingen diese Stoßdämpfer anfühlen, wie das Fahrverhalten mit Topcase und der Tasche vorne ist und auch mit dem Windschild, und genießen ein bisschen das schöne Wetter heute. So, dann wollen wir mal eine kleine Runde fahren. Traumhaftes Wetter heute. Also wenn so das Wetter auf meiner Tour ist. So, hier seht ihr ganz schön dieses Mesh-Material, scheint so ein bisschen sogar die Haut durch. Und das jetzt bei den Temperaturen Gold wert, weil genau hier an der Seite geht der Wind vorbei und geht dann hier in die Hose rein. Hat man gleich ein bisschen Belüftung. So, dann schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt fährt. Das ist auch ganz gut. Die Straße hier ist nicht so super glatt. Gerade wenn ich jetzt hier so am Rand fahre, kann man mal so ein bisschen testen, wie die Federbeine ansprechen. Ja, aber man merkt es an sich relativ schnell. Klar, es ist jetzt keine Enduro mit 230 mm Federweg. Der Federweg ist sehr kurz. Wir haben 12 Zoll Räder, aber Öhlins deutlich besser als die Originalen. Das heißt, die Art und Weise, wie jetzt Bodenwellen weggeschluckt werden, viel angenehmer. Also deutlich besserer Federungskomfort. Man gleitet mehr. Also wenn ihr ähnliche Probleme habt wie ich, dann ist das die beste Investition. Das Optimum, was man aus so einem Fahrwerk rausholen kann, sind Öhlins Stoßdämpfer. Hier mal eine schöne Bodenwelle. Ja, oh, habe ich gar nicht gemerkt. Gut. Ja, hier ist jetzt ein bisschen uneben. Also viel weicher, wie jetzt diese kleineren Bodenwellen abgefedert werden. Das ist halt das Problem, 12 Zoll, die kleinen Räder, die sinken natürlich schnell in solche Bodenwellen ein. Dadurch kommen dann die Schläge schneller durch nach oben. Das kriegt man natürlich nicht ganz weg, mit dem besten Fahrwerk nicht. Aber die Art und Weise, wie das jetzt weggefiltert wird, deutlich besser. So, jetzt schauen wir mal, wie das Ganze bei etwas höherer Geschwindigkeit liegt, das Fahrzeug. Jetzt auch komplett vollgeladen, Topcase hinten voll, vorne die Tasche voll. Das ist also jetzt so der Zustand, in dem ich dann auch die Reise fahre mit dem Windschild. Ein bisschen windig ist es, man sieht es an den Gräsern. Spürt man natürlich am Windschild, aber ich mag es lieber so, als dass ich voll im Wind sitze. Ob sich das dann bei wärmeren Temperaturen rächt, ich weiß es noch nicht. Aber die Jacke, mega, die ist echt Hammer. Ich merke jetzt hier, überall geht der Wind durch, unter den Achseln, an der Seite wird alles wunderbar gekühlt durch den Fahrtwind. Also damit hat man so das Beste aus beiden Welten. Hier ist man ein bisschen vor kaltem Wetter geschützt und wenn es warm ist, kriege ich trotzdem noch genug Ventilation durch die Hosenschlitze hier an der Seite und durch die Mesh-Bereiche in der Jacke. Kann ich also nur empfehlen, und die Hose ultra bequem. Also diese Pandomoto Mark Black Hose, wer so auf Cargo-Hosen steht, tolle Hose, super bequem und sicher. Sehr sicher. Dreifach A-Rating, das ist so das Höchste, was man haben kann. Die testen das auch sehr ausgiebig. Das sind Motorradfahrer, die diese Sachen herstellen. Und die machen dann wirklich Tests, so, wo sie die Hose so in Anführungszeichen 120 Meter über den Asphalt schleifen lassen. Und da müssen die das Ganze dann bestehen. Also wer auf Nummer sicher gehen möchte und trotzdem jetzt nicht so eine typische Motorradhose anhaben möchte, sind die absolut super. Ja, und das Handling ist gut. Also ich spüre jetzt die Tasche vorne und das Topcase nicht so, dass ich sage, es schränkt mich irgendwie ein. Klar, das Fahrzeug ist jetzt mit Windschild und Topcase windempfindlicher. Stört mich aber nicht, weil ich sowieso nicht so rase. Ich werde meistens hier so zwischen 80 und 100 wahrscheinlich fahren auf der Tour. Also schön cruisen und die Gegend genießen. Aber das Ding liegt wie ein Brett jetzt mit dem Fahrwerk. Man sieht es jetzt hier bei 80, keinerlei Vibrationen. Liegt fantastisch mit dem Fahrwerk auf der Straße, die Lambretta. Also für mich hat es sich gelohnt, und jetzt in Verbindung mit meinem Sitzkissen habe ich jetzt den maximalen Fahrkomfort für mich rausgeholt, sodass meine Bandscheiben einigermaßen geschützt werden vor den starken Stößen, weil das kann so eine Reise auch ganz schnell mal beenden.
Ja, ansonsten die Anbringung hier von meinem Navi, von dem Apple CarPlay in der Mitte, finde ich super. Das ist jetzt eine 5 Zoll Version. Ich habe auch die von CarPurite und das ist die von Chiggy hier, die AIO5 mit TPMS, also Reifendrucksensor, was ich sehr praktisch finde, weil dann hat man immer den Blick auf den Reifendruck und muss nicht immer prüfen. Und das hat auch noch eine angenehme Größe, ist jetzt nicht so ein Riesending. Man sieht es gut, man kann es mit den Handschuhen bedienen. Top-Gerät. Und dadurch, dass wir hier vorne ein sehr stabiles Gestänge haben jetzt vom Windschild, habe ich das ganz unten, da wo das am stabilsten ist, mit einer kleinen Klemme befestigt, eine Rem-Mount, dann eine Rem-Klemme als Verlängerung. Und so kann man es dann einfach abschrauben, abnehmen, mit ins Hotel nehmen. Unten dann ins USB reinmachen. Ich habe es jetzt gerade aus, das Gerät. Und ja, dann hat man eine tolle Art der Navigation. Muss nicht sein Handy irgendwo ranmachen und sich seine Kamera ruinieren, weil das ist immer das Risiko bei Vibrationen. Es ist wasserdicht. Handy ist nicht wasserdicht. Und das Handy ist auch immer am Körper. Das finde ich ja auch so eine wichtige Sache. Denn wenn man mal wirklich sich irgendwo in der Kurve legt, verletzt, Fahrzeug ist weg, dann wäre, wenn das Handy hier oben dran ist, das Handy auch weg. Das heißt, man könnte keinen Notruf absetzen. So habe ich jetzt immer das Handy irgendwo in meiner Tasche, in der Hose oder in der Jacke. Und wenn ich mich dann vom Fahrzeug trenne, ist das Handy mit dabei. Und das Ganze verbindet sich ja auch immer automatisch. Also für mich eine gute Lösung. Fahrverhalten auch mit der Tasche vorne absolut okay. Die Stoßdämpfer machen da natürlich auch noch ein bisschen was aus vorne. Aber jetzt hier so in der Kurvenlage sehr souverän das Ganze. Also bin ich wirklich zufrieden mit meinen Umbauten. Den Verbrauch habe ich jetzt auch ganz gut in die Reihe gekriegt, nachdem ich jetzt wieder zurückgewechselt bin auf die Originalrollen, weg von den Tech-Pullis, die ja doch immer in den meisten Fahrbereichen eine höhere Drehzahl bedeuten. Auch wenn man das gleiche Gewicht nimmt, die drehen einfach anders, weil die Geometrie eine andere ist. Jetzt sind die Originalrollen wieder drin und der Verbrauch ist deutlich unter 5 Liter runter. Also wenn ich so 80, 100 fahre, liege ich bei 4,4. Wenn ich ein bisschen vorsichtiger fahre, nicht so viel am Gas reiße, dann lande ich auch mal bei 4 oder knapp drunter und das ist dann völlig ausreichend. Also ich schätze mal, auf der Reise werde ich so um die 4, 4,5 liegen. 9,5 Liter Tank komme ich also meine 200 Kilometer weit, alles gut, reicht mir. Ich muss sowieso aufgrund der Anstrengung auch mal ein bisschen mehr Pausen machen. Das ist natürlich auf so einem kleinen Roller eine Reise bestimmt ein bisschen anstrengender, als wenn man jetzt mit einem großen Motorrad fährt oder mit einem großen Roller wie dem Zontes. Und von daher plane ich da sowieso mehr Pausen ein. Das wird heute sozusagen das letzte Video mit meinen Umbaumaßnahmen. Also nochmal so als Test, ob alles funktioniert, ob sich das mit dem Fahrwerk gelohnt hat, ob die Scheibe so passt. Und das ist wunderbar. Also dieses Kürzen der Scheibe hier oben passt jetzt genau für mich. Ich kann mich jetzt ein bisschen klein machen, wenn ich mich so zusammenkauere, dann gucke ich durch. Also wenn mal wirklich irgendwie Kälte ist oder ekliges Wetter, kann ich mich so ein bisschen reinlegen. Aber wenn ich normal entspannt sitze, ohne jetzt mich zu strecken, sondern ganz normal, schaue ich drüber und habe auch einen guten Windfluss über den Helm. Wenn ich ein Stück höher gehe, das hört ihr vielleicht auch am Helm jetzt, wird es lauter. Da habe ich also dieses Wind-Buffeting sozusagen. Gehe ich ein bisschen runter, also gucke ich trotzdem noch rüber, aber der Windfluss geht genau über den Helm weg. Perfekt. Da sollte man natürlich jetzt nicht zu viel experimentieren mit dem Kürzen. Also am besten erst immer weniger und dann kann man zur Not nochmal nachsägen. Aber das ist jetzt für mich so die optimale Höhe für meine Größe. Sitzkomfort auch gut jetzt mit dem Sitzkissen, was ich ja mal nutze. Und Enzo liegt super auf der Straße jetzt. Also dieses Fahrwerk, puh, Hammer, wirklich Hammer. Also, wer ein bisschen Geld investiert in sein Hobby, dem kann ich wirklich diese Öhlins-Stoßdämpfer empfehlen. Ich glaube, andere gibt es momentan auch nicht. Das ist ja immer das Problem. Vielleicht kommt irgendwann was von BGM oder YSS. Aber im Augenblick zurzeit sind die Öhlins die einzigen, die es auch mit ABE gibt. Ja, denn die haben jetzt direkt eine ABE für das Fahrzeug. Könnt ihr also das Heftchen mitnehmen, steht eine KBA-Nummer drauf auf der Seite, sodass ihr da auf der rechtlich sicheren Seite seid. Also kein Problem, kann man einbauen und muss es nicht eintragen lassen. So, jetzt fahre ich doch mal hier, ist ein bisschen Kopfsteinpflaster. Ja, kommt wirklich deutlich weniger zum Fahrer durch. Deutlich.
Klar, 12 Zoll, ruddelt noch ein bisschen, aber was beim Fahrer, also bei mir ankommt, viel, viel besser. Aber ich sag mal so, für Leute, die da nicht so empfindlich sind wie ich, bei denen der Rücken noch okay ist, da seid ihr mit dem Originalfahrwerk absolut gut bedient. Das ist toll, fährt sich gut, Federungskomfort absolut ausreichend, auch sehr komfortabel. Aber das hier legt halt deutlich nochmal eine Schippe oben drauf. Also alles in allem bin ich sehr zufrieden mit den Umbauten an Enzo. Es kann jetzt losgehen. Das wird heute auch jetzt mein letztes Video vor der Fahrt sein. Beim nächsten Mal treffen wir uns dann schon auf der Reise, wenn es dann losgeht. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, wie die Lambretta das Ganze dann meistert, ob sie das problemlos schafft, ohne Probleme, ohne irgendwelche Zickereien. Aber bisher muss ich sagen, bin ich super zufrieden. Keine Probleme gehabt, nichts. Solltet ihr fahren, genauso wie ich jetzt zu dieser traumhaften Saison, dann fahrt vorsichtig, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Video auf der Tour mit Enzo. Macht's gut, bis dann und ciao.